Hallo Leute, im heutigen Video möchte ich ganz gerne die Intelligenz von ChatGPT auf die Probe stellen und schauen, wie korrekt die Aussagen bzw. Texte dieser künstlichen Intelligenz sind. Okay, dann schauen wir jetzt mal, was ChatGPT zum Thema Sonnencreme weiß. Schreibe einen Text, einen anfängerfreundlichen Text über Sonnencreme. Vielleicht machen wir auch einen witzigen Text. Mal schauen. Das geht aber fix. Zack, zack, zack. Ein Satz nach dem anderen. Sonnencreme ist wie das Schokoladenhäubchen auf dem Eisbecher des Sommers. Es macht alles noch besser. Aber im Ernst, Sonnencreme ist wichtig, weil sie uns vor schädlichen UV-Strahlen schützt und uns dabei hilft, einen gesunden Teint zu bewahren. Also dieser Absatz ist schon mal faktisch korrekt. Ja, Sonnencreme hilft dabei, uns vor schädlichen UV-Strahlen zu schützen und sie hilft natürlich auch dabei, einen gesunden Teint zu bewahren, wobei ich glaube, dass es hier eher um die Hautgesundheit geht, weil natürlich die durch UV-Strahlung induzierte Hautbräune eher ein Zeichen für bereits entstandene Schäden ist. Also die Haut fängt an, diese Bräune anzunehmen, weil sie durch die UV-Strahlung geschädigt wurde. Also der erste Absatz ist schon mal korrekt. Stell dir vor, du bist am Strand und bereit, einen sonnigen Tag zu genießen. Du hast ein Handtuch, deine Zeitschrift und dein Lieblingsbuch. Aber warte, du hast vergessen, Sonnencreme aufzutragen. Jetzt siehst du aus wie ein gerösteter Marshmallow und fühlst dich auch so. Okay, weiß ich nicht. Den Absatz fand ich jetzt nicht sonderlich hilfreich, aber machen wir einfach mal weiter. Also denk daran, bevor du dich in die Sonne begibst, Schutz ist sexy. Das finde ich auf jeden Fall eine lustige und auch mal eine coole Aussage, weil ich in den letzten Jahren ganz viel Sonnencreme-Shaming erlebt habe. Also Leute, die zum Beispiel eine Sonnencreme verwendet haben, die hauptsächlich anorganische UV-Filter enthält und die nun mal weißelt, aber die Personen haben halt das Produkt in der korrekten Menge aufgetragen und sind damit schwimmen gegangen oder was weiß ich, waren irgendwo draußen am Strand oder waren surfen oder dergleichen und da wurde sich dann zum Beispiel über diese Leute online lustig gemacht, weil sie dementsprechend aussahen, weil eben diese mineralischen Sonnencremes nun mal weißeln und diesen Effekt auf der Haut hinterlassen, vor allem wenn man sie in der korrekten Menge aufträgt. Und ich finde, jede Person sollte das natürlich für sich selbst entscheiden, ob er oder sie gerne eine Sonnencreme verwenden möchte, aber ich finde es nicht in Ordnung, wenn Menschen für ihre Entscheidungen fertig gemacht werden oder dafür belächelt oder sogar ausgelacht werden, denn ich persönlich trage zum Beispiel Sonnencreme, weil ich ein erhöhtes Hautkrebsrisiko habe. Mir geht es mittlerweile deutlich weniger darum, dass eben Sonnenschutzmittel auch mitunter die beste Anti-Aging-Creme sind, die es so gibt, sondern es geht mir einfach darum, mein Hautkrebsrisiko zu reduzieren und ich denke, dass es auch super viele Menschen gibt, denen es ähnlich geht. Und selbst wenn einem das total bums egal ist und man Sonnencreme verwendet, weil man eben Photoaging vorbeugen möchte, dann ist das ja auch völlig in Ordnung. Trage genug Sonnencreme auf, mindestens SPF 30, um deine Haut vor Sonnenbrand und langfristigen Schäden zu schützen. Ich denke, dieses Trage genug Sonnencreme auf bezieht sich auf die Menge, wobei ich mir hier gewünscht hätte, dass man die Menge eventuell auch nochmal erwähnt. Fürs Gesicht ist es zum Beispiel 1 Gramm. Das ist bei einer Sonnencreme, also einem Produkt, das so eine cremigere Konsistenz hat, ist das ungefähr ein halber Teelöffel und das muss man dann auch theoretisch im Gesicht auftragen, um den deklarierten Schutz, also zum Beispiel SPF 30, auch tatsächlich zu erhalten. Denn wenn man weniger verwendet, dann kriegt man auch einen deutlich geringeren Schutz. Und es gibt verschiedene Empfehlungen, was die Schutzleistungen betrifft. Die WHO empfiehlt beispielsweise, dass man mindestens ein Sonnenschutzmittel mit SPF 15 und aufwärts verwendet, aber das hängt auch selbstverständlich davon ab, wo man sich gerade befindet, was man gerade macht und ja, mit welchem Produkt man sich am ehesten wohlfühlt. Ich habe zum Beispiel 2 Kategorien an Sonnencremes. Ich habe Alltagssonnencremes und ich habe Outdoor-Sonnencremes.
Und die Outdoor-Sonnencremes, die sind zum Beispiel in den meisten Fällen wasserfest oder sehr wasserfest und haben einen Schutzfaktor von SPF 50 plus und mindestens einen UVA-Schutz von 20, weil ich einfach, wenn ich irgendwie draußen wandern bin oder Fahrrad fahren oder dergleichen, weil mir das super, super wichtig ist, dass die Sonnencreme nicht sofort von meinem Gesicht runterschmilzt oder von den anderen Hautpartien, die mit der Sonne in Kontakt kommen, und dass natürlich auch die Schutzleistung entsprechend vorhanden ist. Und bei meinen Alltagssonnencremes wiederum sind mir diese Aspekte nicht ganz so wichtig. Da reicht mir auch ein Sonnenschutzmittel mit einem SPF von 30. Und das Bundesamt für Strahlenschutz zum Beispiel empfiehlt ab einem UV-Index von 3 eine Sonnencreme aufzutragen. Und natürlich unterscheidet sich dieser Index auch von den jeweiligen geografischen Begebenheiten. Also in Deutschland war zum Beispiel am 10. Februar, beziehungsweise lag der UV-Index am 10. Februar bei circa 1, maximal 2, ich glaube bei 1 Richtung 2. Und in Sydney, zum Beispiel in Australien, lag der UV-Index bei 7. Und da ist halt auch irgendwie logisch, dass man, wenn man in Australien ist, dann doch eher auf eine Sonnencreme mit SPF 50 zurückgreifen sollte, weil da die UV-Intensität eine gänzlich andere ist als zum Beispiel in Deutschland. Dann steht hier ein weiterer Satz, der relativ wichtig ist. Vergiss nicht, sie alle paar Stunden erneut aufzutragen, insbesondere nach dem Schwimmen oder Schwitzen. Das ist faktisch korrekt und steht auch als Empfehlung auf den meisten Sonnenschutzmitteln drauf, weil einfach eine Sonnencreme oftmals so einen Film auf der Haut ausbildet und sobald dieser abgerieben wird oder irgendwie runtergeschwitzt wird, dann ist es natürlich vorteilhaft, das Ganze erneut aufzutragen. Allerdings verlängert das natürlich nicht die Verweildauer in der Sonne. Also pack die Sonnencreme ein und genieße den Sommer ohne Sorgen. Das war jetzt der komplette Text, den mir ChatGPT vorgeschlagen hat. Und ich muss sagen, dass er jetzt faktisch in Ordnung war. Da waren jetzt keine groben Fehler oder dergleichen enthalten. Aber ich finde ihn einfach einen Ticken zu oberflächlich, vor allem wenn er für Anfänger und Anfängerinnen sein soll. Wo ist zum Beispiel die Info, was diese ganzen Zahlen auf Sonnencremes angeht oder den UVA-Schutz oder die Menge, also wie viel sollte man auftragen, damit man den deklarierten Schutz erreicht. Dazu steht hier gar nichts. Was hat es mit dieser Wasserfestigkeit auf sich und so weiter und so fort. Aber ansonsten ist der Text okay, nur für mich persönlich ein kleines bisschen zu oberflächlich. Wenn ihr möchtet, dass ich ChatGPT nochmal auf die Probe stelle, dann schreibt mir doch gerne eure Themenvorschläge unten in die Kommentare und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.